Ja, ich bin heute zuletzt durch die große Stadt Uska oder ja, Uska oder Utsche, keine Ahnung, Uska gefahren. Ja, war ganz schön, aber Städte interessieren mich ja jetzt nicht so mega. Fahr da mal durch und dann ja, hat man mal einiges gesehen, aber ich bin mehr so für das Landschaftliche. Deswegen heißt mein Kanal ja auch schön in der Natur, weil es da schöner ist, meines Erachtens. Ja, ich habe jetzt einen Platz gefunden, der hat mich eingeladen. Ich bin heute ist ja Sonntag, nur 40 bis 50 Kilometer gefahren. Und nach 3-4 Stunden habe ich dann gesagt, ach komm, hier bleibst du. Machst heute mal ein bisschen Chilling noch. Ich werde dann nachher noch ein bisschen auf der Nintendo Switch spielen und vielleicht noch einen Film schauen. Einfach mal so ein bisschen dafür heute Zeit nehmen. Heute Morgen habe ich mir auch Zeit gelassen. Ich war erst baden gewesen, wie ihr gesehen habt. Und habe alles getrocknet und habe versucht, meinen Fahrradständer mit Sekundenkleber zu kleben und gemerkt, das wird nichts. Nein, der bricht einfach wieder schnell weg. Zumindest mit dem Sekundenkleber, den ich habe. Ja, und das ist hier eine Fahrradraststätte an der Eurovelo 10. Hier gibt es auch einen Namen und es sind ein paar lustige Fahrräder aufgehangen. Ho, ho, ho! Did you see that? Genau, also ein sehr schöner Platz. Hier ist sogar eine Feuerstelle. Aber da ich gestern erst Feuer gemacht habe, ich glaube, heute mache ich kein Feuer. Ich habe das gestern am Feuer sehr genossen und ich glaube, heute brauche ich keins. Ich habe gestern bestimmt bis 12:30 nachts noch am Feuer gesessen.
und diese riesige Feuerstelle für mich ganz allein gehabt. Ja, hier sind noch ein paar Ortschaften ausgeschildert. Es soll heute vielleicht auch ab und zu mal noch regnen, deswegen war ich auch sehr glücklich über diesen Unterstand da drüben, der mit Dachziegeln wirklich einwandfrei gedeckt ist, falls ich mal nach draußen sein möchte oder morgen früh bei Regen alles zusammenbaue. Da ist sowas Gold wert. Und natürlich das Zelt, immer wenn das erste, was ich mache, vor allem wenn es trocken ist, das Zelt aufgebaut und innen drin alles vorbereitet für eine schöne Nacht. Ja. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ich bin ja eigentlich ein ziemlich großer Faude-Fan geworden. Es hat angefangen mit den Fahrradtaschen. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Das heißt, mal schnell hier das Zelt zu machen. So, jetzt kann es regnen. Jetzt ist alles egal. Nur noch die eine Fahrradtasche muss ich hier noch gleich schließen. Genau. Ja, ich wollte noch sagen, dass ich eben vom Faude mein Schlafequipment habe, also Kopfkissen, Schlafsack und auch die Isomatte. Und ich bin wirklich sehr zufrieden mit den Produkten. Kann ich so nur empfehlen. Ich mache hier keine Produktwerbung, ich habe keinen Auftrag. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Firma Faude. Und kann das euch nur so weitergeben, falls ihr mal was braucht. Da mal bei Faude vorbeizuschauen. Gut. Ja, morgen muss ich mal schauen, ob ich einen Fahrradladen finde und mal endlich den Fahrradständer neu montieren kann. Genau. Aber jetzt mache ich erstmal die Fahrradtaschen zu, da es jetzt regnet, sonst ist es alles nass. Ui. Ja, hier musste ich erstmal absteigen. Selten kommt es auch mal vor, dass auf der Eurovelo 10 oder allgemein Streckenabschnitte an der Küste, aber bisher ist es wirklich selten. Ich hatte das, glaube ich, zuletzt mal in Rostock gehabt, wo ich durch den Wald gefahren bin, da nach Kramöritz, dass mal der Weg aus Sand besteht. Genau, und deswegen habe ich mich entschieden, abzusteigen und ein paar Schritte zu gehen. Ist eh gut Abwechslung und es ist einfach mühselig mit einem schwer beladenen Fahrrad. Nicht ultra dünnen Reifen, aber schmalen Reifen halt und keinen richtigen krassen Mountainbike-Reifen hier durchzubrettern. Gut, dann geht's mit Walking weiter. Ab geht's. Ja.
Ja, ich bin heute bei Roy angekommen und dann in den Wald hineingefahren, bei dem ich 7 Zloty bezahlen musste. Man durfte hier nicht kostenlos durchfahren sozusagen. Und keine Ahnung, hier gibt es noch ein Schild, Skanju Kot, was das auch immer heißt. Ja, und hier ist es wirklich sehr schön. Also eine sehr schöne Stelle, gerade auch mit der Sonne, die hier fantastisch reinscheint. Und ja, die Frösche quaken. Hier kann man mal kurz verweilen und mal durchatmen. Einen Fahrradladen habe ich leider immer noch nicht gefunden. Hier gibt es nur viele Fahrradverleihe und ganz ehrlich, die meisten Fahrräder sehen aus wie Schrott. Ich glaube, meins ist manchmal mehr wert als ein gesamter Fahrradverleih. Also, naja. Und ja, heute Morgen wollte mich noch jemand da am letzten Übernachtungsplatz zu sich nach Hause einladen und seine Antiquitäten zeigen, aber ich habe dann dankend abgelehnt. Hatte jetzt schon ein paar Mal den Google-Übersetzer benutzt. Man kann da ja einsprechen sozusagen, das ist ganz praktisch, wenn der eine Polnisch und der andere Deutsch spricht, um halt sich verständigen zu können. Das funktioniert wirklich sehr gut. Gestern habe ich mit einem auch mal an der Stätte gequatscht. Der hat ein Bier in der Hand und der hat mir gesagt, es ist verboten hier zu zelten, bla bla bla, was überhaupt nicht stimmte. Der war halb betrunken und naja, was der für Müll gefaselt hatte, da hatte der Google-Übersetzer teilweise Übersetzungen gegeben. Ich glaube, der hat größtenteils nur Müll gelabert. Kein Wunder, dass er noch bei Mutti wohnte und die Mutter, die wirkte auch sehr unfreundlich und stinkig, so vom Typ her, nicht herzlich und gastfreundlich. Naja, so Leute gibt es halt überall. Ne? Gut, ich werde jetzt mal weiterfahren und mal gucken, ob ich heute noch bis nach Leber fahre. Leber ist der nächste Ort. Ich werde dann ein ganzes Stück am Meer direkt lang fahren. Die Eurovelo geht dann ein ganzes Stück wieder direkt am Meer und ich bin dann zwischen Meer und See quasi. In so einer Spur, in der ich lang fahre. Ja, bin ich mal gespannt. Gut, das war's erstmal. Ja, schade, dass ich mein Stativ nicht dabei, aufbauen kann, wegen fehlenden Fahrradständer immer noch. Aber hier scheint es auf dieser Route jetzt sehr ungewohnt weiterzugehen. Hier sind nämlich Holzstege auf relativ weite Strecke und ich glaube, die gehen auch mal so hoch und runter und sind schon ziemlich mit Gras zugewachsen. Also das wird jetzt, glaube ich, eine ziemlich spannende Fahrt. Lecco mio, war das anstrengend. Also wow, bin ich froh, ja durch zu sein. Aber war zwischen den Holzstegen immer war alles relativ nass noch und schlammig und da mit einem schweren Fahrrad durch war ein Abenteuer. In manchen Bereichen waren auch so Holzbretter, wo man mal so drüber musste. An vielen Holzstegen war vor allem also am Ende des Holzstegs, wo es wieder auf den Schlammweg ging, war manchmal so viel Erde abgetreten, dass da mal ein bisschen Höhe war und dass ich beim Fahrrad hinten ein bisschen mit Kraft noch sanft herunterlassen wollte. Das war anstrengend jetzt, also das war wirklich ein Workout. Kann ich nur empfehlen. Hier ist offiziell auch die Route der Eurovelo 10 an der Stelle. Also die haut rein, aber man kann ja auch schöne Fotos machen und Aufnahmen. Aber haut rein, vor allem mit einem schwer beladenen Fahrrad und wenn die Wege noch feucht sind und nicht trocken. Gut, ich mach mal weiter.
Ja, ich musste in dem Gebiet einen Umweg nehmen, weil an einer Stelle ging es dann nicht weiter. Da war sozusagen eine riesen Pfütze mit richtig tiefem Schlamm, und wenn ich da reingefahren wäre mit dem Fahrrad, hätte ich am Ende meinen Karren nicht mehr rausbekommen. Also bin ich dann quasi einen Alternativweg gefahren. Das war so ein Plattenweg, ne, so ein Landwirtschaftsweg. War ganz okay. Also konnte man fahren. Geil war es nicht. Und ja, hat auf jeden Fall wieder ordentlich reingepowert. Ich habe jetzt keine Pause die ganze Zeit gemacht. Jetzt gönne ich mir mal eine Pause und bin jetzt an so einem, bin quasi wieder in das Gebiet reingefahren, in dem ich vorhin war. Das ist ja so ein Park, Nationalpark oder Naturreservat, was auch immer. Und ja, hier ist so eine Aussichtsplattform. Ja, und das wäre ein schöner Zeltplatz hier. Hier sein Zelt aufschlagen. Geil. Das muss geil sein. Natürlich vorausgesetzt, es kommt niemand und will die Plattform dann benutzen. Aber ansonsten wäre das hier oben recht chillig. Genau. Ich werde mal noch ein bisschen mich dehnen jetzt und ein bisschen kurz ruhen, bis es dann nach Leber weitergeht. Over, Ende, out. Ja, jetzt bin ich noch mal unerwartet an einem Friedhof vorbeigekommen. Und hier ist gleich ein Wassereinschluss vorne. Und das ist perfektes Timing. Ich habe gerade alles leer getrunken und jetzt kann ich meine 4 Liter hier auffüllen wieder. Und brauche dann auch eigentlich gar nicht mehr einkaufen heute. Weil ich wäre wegen dem Wasser noch einkaufen gegangen. Brauche ich aber heute nicht. Genau, deswegen bin ich jetzt sehr glücklich und zufrieden mit der Situation. Und manchmal wüsste ich gar nicht, wie beschwerlich es wäre, ohne Friedhöfe zu reisen. Ja, ich habe mich entschieden, hier an dieser Eurovelo 10 Fahrradraststätte Halt zu machen, weil ich auch wieder so eine Überdachung habe, wie man hier sehen kann. Und ja, keine Ahnung, da hinten gibt es noch so eine Art Käfig, was das auch immer sein soll. Also ich nenne es einfach mal Käfig. Keine Ahnung, für was das zu gebrauchen ist. Und hier fließt auch ein Fluss lang, die Leber, so wie der Ort da hinten heißt, den ich heute eigentlich erreichen wollte, aber konnte ja auch niemand wissen, dass der Weg so knochenhart heute wird. Gerade mit schwer beladenem Fahrrad, wie gesagt. Der Holzbrückenabschnitt, der war schon ziemlich hart, und dann noch diese Plattenwege, die danach kamen, diese geriffeten Plattenwege. Das hat mich heute gut Power gekostet, und ja, ich habe jetzt hier die Chance genutzt, ehe ich nachher noch irgendwo einen Schlafplatz suche. Hier ist es, glaube ich, sehr ruhig, auch wenn hier eine Straße ist, aber hier
fährt kaum ein Auto lang. Hier sind noch ein paar Angler, gerade 3 Autos stehen noch da, die angeln. Und es gibt hier auch eine Fahrradstation, vielleicht, keine Ahnung, mein Reifendruck müsste eigentlich noch super sein, aber ich gucke mir das nochmal an und hier könnte ich auf jeden Fall auch problemlos Luft tanken. Ich zeige euch mal das Schild hier von diesem Platz. Genau, und hier bin ich. Ja, und hier wollte ich heute eigentlich noch hinfahren, aber das habe ich jetzt gekickt. Genau, und die Leber, die hier gerade lang fließt, hier ist ja noch dieser große See von diesem Slowonski Park Narodowy, durch den ich ja heute schon ein ganzes Stück gefahren bin. Und die Leber, die fließt halt ja, hier lang. Also ein ganzes Stück. Und dann werden auch einige mit dem Kanu fahren. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Eintrittsstellen, wo man Kanu fahren darf. Hier darf man kein Kanu fahren. Zumindest war da ein Verbotsschild, glaube ich. Und ja, hier werde ich mich heute, wie gesagt, niederlassen. Da die Sonne noch mal rausgekommen ist, habe ich auch schon mal mein Panel angeschlossen, startklar gemacht und 2 Powerbanks dran geschlossen. Heute gemerkt, dass so ein bisschen diese Schutzfolie ein bisschen zerkratzt war an manchen Stellen. Ich muss, glaube ich, mal in Zukunft immer das Ding reinigen, weil es geht manchmal so Blütenstaub und anderes Zeug rum. Und wenn ich das dann zusammenpacke und das sehr stark komprimiert ist, wahrscheinlich zerkratzt es da zum Teil diese Schutzfolie ein bisschen, was wahrscheinlich überhaupt nicht schlimm ist, weil es ja eine Schutzfolie, wie gesagt, die Solarkollektoren schützt. Genau, hier zeige ich euch mal meine Ladestation. Ja, am Friedhof konnte ich, wie gesagt, meine Wasserflaschen voll machen, 4 Liter plus noch 0,5 Liter. Ich nehme jetzt immer noch eine 0,5 Liter Flasche mit im Gepäck. Und ich werde dann nachher schön Spaghetti kochen mit Sojagranulat, Tomatenmark und Gewürzen. Wird eine schöne Mahlzeit werden. Genau, und dann werde ich in Ruhe irgendwann das Zelt hier aufbauen, neben meinem Fahrrad direkt. Das ist mal die höchste Sicherheit. Wie gesagt, ich glaube, wenn man generell sein Zelt am Fahrrad immer hat und das Fahrrad in der Nähe, dann ist das quasi der beste Diebstahlschutz, den man haben kann. Weil es traut sich einfach kein Dieb, denke ich mal, an ein Zelt, wo jemand drin schläft oder sich drin aufhält und das Fahrrad nebenan steht, angeschlossen noch wohlgemerkt. Und ich bin ja schon, denke ich mal, sehr hellhörig, wenn es um sowas geht. Deswegen braucht man sich da auch überhaupt keine Sorgen machen und kann beruhigt schlafen. Das war bisher immer bei mir so, dass man dann ruhig schlafen kann. Ja, was für ein Tag. Ich meine, im Nachhinein das werde ich immer in Erinnerung behalten, heute die Strecke, auch dieser Holzbrückenabschnitt. Also manchmal wusste ich echt nicht mehr, ob ich da durchkomme teilweise. Einmal musste ich ja sozusagen den Weg abbrechen und einen anderen Weg nehmen, weil das da einfach nicht mehr weiterging mit meinem Fahrrad. Aber diesen Weg werde ich nicht vergessen. Der hat mich echt Kraft gekostet. Ich musste mein Fahrrad auch oft, wie gesagt, an Holzbrücken anheben oder stützen, damit es nicht so krass runterknallt. Und ja, das war ein guter Parcours, den ich heute gemacht habe. Und das Essen habe ich mir wie immer mal wieder mehr als verdient. Ja, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ich werde hier heute verweilen. Dann nachher speisen, mögen mich die Götter preisen. In diesem Sinne geht's dann morgen weiter. Jawohl! Ich weiß, ich bin total lustig.